Ich nehme dann wieder mein Blatt, mache den Mittelfalz gegen die harte Kante, diesmal außerhalb des Blickfeldes. Dann kann ich auf die ersten Arbeitsschritte verzichten und kann gleich zweimal das Blatt zur Mitte falten, als würde ich an einem Papierflieger arbeiten. Wende das Blatt wieder, so dass der Mittelfalz an der Stelle bleibt. Mache das andere auf der anderen Seite. Wie gesagt, immer darauf achten, dass man beim Falten nicht über die Mittelkante drüber kommt. So. Jetzt wieder über die Kanten das Blatt umschlagen, nach oben. Einmal drehen. Auf dieser Seite auch. Das Ganze gegeneinander schieben. Es ist etwas Übung notwendig, aber dann klappt es dann wie von selbst. So, da habe ich meine Raute. Wieder die zwei Kanten nach innen. Auf der anderen Seite. Und jetzt noch einmal fest andrücken und in der Mitte vielleicht einmal quer drüber. So habe ich jetzt dann das Modul fertig. Wenn man jetzt zweifarbiges Papier verwenden möchte und trotzdem die einfache Falttechnik ohne die Lasche nach außen nehmen will, dann sieht der Stern hinterher anders aus. Ich demonstriere das gleich mal bei dem kleinen. Das ist das Original. Und das andere, grüne Spitzen ist dann das hier. Der Stern wirkt etwas ruhiger bei einfachem Papier, ohnehin. Der sieht dann etwas kunstvoller aus. Der einzige Unterschied beim Falten ist es, da man am Anfang weniger Faltungen machen muss, ist das das, was nach innen später soll, muss man als erstes nach innen falten. Also gerade umgekehrt wie bei dem Original. Bei dem Stern wäre es also rot innen, dann würde man das Papier auch erst so falten, dass das Rot nach innen kommt. Ich kann das ja vielleicht noch mal ganz schnell machen. In dem Fall war das so. Jetzt habe ich doch das kleine Papier, ist mir aber egal. Zweimal nach innen, umdrehen, zweimal nach innen, einmal. Mit der Zeit geht das alles ein bisschen schneller. Zweimal nach innen, über die offene Kante schlagen. Da habe ich jetzt nicht so einen schönen Kontrast. Von daher würde ich bei zweifarbigem Papier, denke ich, immer die Originalfaltung verwenden. So, jetzt habe ich genauso eine Ecke mit der roten Seite innen.